Hey Katie. Hey Alex. It's great to meet up with you here on Mozart Snapshots again. Thanks, it's great to see you too, as always. So, what's the plan for today? Well, last time on Mozart Snapshots, we visited the library and the catacombs and the cemetery of the Erzabtei St. Peter, which is the oldest monastery in continual use in the German-speaking world. So today, we are going to visit the church that belongs to that monastery, the Stiftskirche St. Peter. Ah, die Peterskirche. That's right, and construction on this building began in 1130, and as you can see, it has changed much over the centuries. But I guess you know that because you know this church. Yep, I know this very well, because I was baptized in the Peterskirche as a baby. But I guess that's not why we are visiting the church today. That is correct. We are going to visit the church because it is believed that the only performance during Mozart's lifetime of his great C minor Mass took place in this church on the 26th of October, 1783, with Mozart himself conducting and his wife Constanze singing the soprano part. Mozart composed little sacred music after he left Salzburg. So what is the story behind the great Mass? Well, you know, the entire origin of this great masterwork is somewhat of a mystery, because the only known reference to it is in a letter that he wrote to his father, dated the 4th of January, 1783, in which he mentions that he is keeping a promise to compose a Mass for his wife. Now, the question is whether it was composed in honor of their marriage or whether it was composed as thankfulness for her recovering from a specific illness or out of thankfulness for the first child. We don't really know, but the one thing we do know for sure is that it was composed for Salzburg and that he wrote the soprano part specifically for Constanze. But why compose it for Salzburg, not for Vienna, where he was living by that time? Well, again, there's a lot of reasons for this, and none are, of course, mutually exclusive. So there is this promise that I mentioned. So he said that when he would come back to Salzburg, he would bring not only the wife, but a new Mass. And then it's also possible that it was kind of a peace offering to his father, because remember, Leopold was a very staunch Catholic, and so by composing a Mass, perhaps he was kind of appeasing his father for the fact that he married without his okay. Another reason is that even after Mozart left and went to Vienna, his music continued to be performed here in Salzburg, probably due in large part to Leopold. And so therefore it would have been much easier actually to organize a performance of such a grand Mass here in Salzburg than it would have been in Vienna. And a fourth reason is that the year 1782 was the 1200th anniversary of the founding of the bishopric of Salzburg. So it's possible that when Mozart started work on the Mass in 1782, that he envisioned it to be included in the city's anniversary celebrations. Leopold was employed at the Salzburg Cathedral. So why was he premiered in the Peterskirche? Well, Archbishop Colloredo had made many church reforms that severely limited and in some cases even prohibited the performance of elaborate church music. And so that would have meant that it probably wasn't possible to perform such a grand work in the Salzburger Dome. However, the Peterskirche belonged to the Benedictine order, and so that meant that it was not directly under the jurisdiction of the Archbishop. And so, by performing it here in the Peterskirche, it would have been possible to more or less circumvent the Archbishop and all of his rules while simultaneously being able to have access to the Archbishop's musicians. And we know that to be the case because when they performed the work here, Maria Anna wrote in her diary that the entire court musical establishment took part in the performance. But Mozart did not complete all the parts of the ordinary of the Mass, though. So what did they play for the missing movements? Well, one thing you have to remember is that it was not performed as it would be in a concert setting. It was performed as it would be during the church service. So that meant that rather than being played consecutively, the movements were inserted into
the actual church service, so in between all of the spoken and chanted Latin text. So if and where additional music was needed, they simply would have added something else by Mozart or by one of the other Salzburg composers. Why didn't he finish the Mass? Again, we really don't know. Perhaps he was just busy and had no time, because remember, when he was in Vienna, he was concentrating basically on building up his freelance career, and so he was composing a lot of operas and piano concertos and other secular works. Or perhaps he simply saw no practical use for this great Mass, because it wasn't only Archbishop Colloredo in Salzburg who was limiting excessive church music, but actually the Emperor Joseph II in Vienna made even stricter limits, because he had issued a so-called Gottesdienstordnung in the year 1783, in which almost all church music was really cut drastically. What was Joseph II reason for issuing this Gottesdienstordnung? Money, plain and simply. When you performed large works of church music, you had to pay a lot of musicians. And following the lead of his mother, Empress Maria Theresa, the Emperor Joseph II decided that rather than pay musicians, that money could be much better used for things like military expenses. Das ist sehr schade. It is, but the good thing is that already by around the year 1790, things were starting to change back in the other direction, and many of the rules of the emperor were being ignored in the main churches, including the Stephansdom, where Mozart was appointed adjunct Kapellmeister on May 9th, 1791. So we can imagine that had he lived longer and had things continued changing back in the way they were, then probably Mozart would have not only returned to work again on the C minor Mass, and he would have probably also composed a lot more sacred music. So now, let's talk with the current Kapellmeister of the Peterskirche, Magister Peter Peinsteigl, and see what he has to say. Na, das wird interessant. So, vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen heute zu reden. Und hier in dieser Kirche war die Uraufführung von der großen Messe in C-Moll von Mozart, aber das war nicht die einzige Messe, die er für diese Kirche komponiert hat. Ja, herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach St. Peter gekommen sind. Mozart hatte hier einen besonderen Jugendfreund, den Abt Dominikus Hagenauer. Der war damals noch nicht Abt. Also Sie müssen wissen, dass die Mozarts im Hagenauer Haus gewohnt haben. Die Hagenauers waren Kaufleute in Salzburg und die Mozarts waren in Miete, eben im Haus, was jetzt das Mozarts Geburtshaus ist. Und der Dominikus Hagenauer, Ordensname Dominikus, war ein Freund und der ist hier in St. Peter eingetreten und Mozart hat für seine Priesterweihe 1769 eine Messe geschrieben, die eben den Beinamen hat Dominikusmesse. Und das sind also diese zwei großen Werke sozusagen, wenn man will, die mit St. Peter in sakraler Hinsicht in Verbindung stehen. Das ist einerseits die Dominikusmesse und eben die C-Moll-Messe, die aber erst in Wien nach seinem Weggang von Salzburg geschrieben worden ist. Nach der Aufführung der Dominikusmesse am 15. Oktober 1769 spielte Wolfgang noch eine halbe Stunde auf der Orgel. Mozart war ja in Salzburg als Organist auch im Dom tätig und hat hier auf dieser Orgel, man sieht hinten, momentan ist die Orgel leer, weil wir einen großen Neubau haben in 2 Jahren, aber die Pfeifen, die man noch sieht im Rückpositiv, die stammen aus der Orgel von 1630 circa und da kann man davon ausgehen, dass Mozart möglicherweise auf diesen Pfeifen wirklich oder Tasten, die diese Pfeifen bedienen, bespielt hat. So, die große Messe in C-Moll hat viele barocke Elemente. Halten Sie diesen Stil Antico für den traditionellen Salzburger Stil, den Mozart in seiner Jugend gelernt hat? Ich würde eher sagen, in Salzburg hat eine große Kirchenmusiktradition, um Beispiele wie Biber oder Muffat oder Stadelmeier oder was auch immer. Es ist eigentlich eine Fortführung dieser Tradition, die Mozart von klein auf erlernt und entdeckt hat. Ich denke, er hat diesen Salzburger Kirchenstil in seinen Werken fortgeführt und weiterentwickelt und eben in sein ganz spezifisches Tonkleid verpackt. Also diese Kirche gehört die Erzabtei St. Peter und stammt aus dem Jahr
1130. Ja, ist diese Kirche jetzt in verschiedenen Baustilen entwickelt. Es gibt romanische Ursprünge und eben so, dass das Gewand, das Sie jetzt hier vorwiegend sehen, ist eben in der Barockisierung entstanden. Kurz noch vorher zum Kloster, das geht auf eine Gründung des heiligen Ruperts, 696 zurück. Das heißt, seit da an arbeiten, leben und wirken hier Mönche und eben mit dem Wirken geht natürlich auch eine große Entwicklung der Kunst einher, in der eigentlich alle großen Salzburger Musiker auch ihren Einfluss hatten und auch hier teilweise gewirkt haben. Also Sie sehen hier auch Salzburger Musikgeschichte, wenn Sie so wollen. Also die Erzabtei St. Peter dann ist besonders wertvoll, natürlich, weil das Kloster eben sehr alt ist und ungebrochene Kontinuität, aber es wurde nie aufgehoben, weder in der Säkularisierung noch während des Zweiten Weltkrieges. Es gibt eine große Musikaliensammlung mit sehr bedeutenden Werken auch von Mozart oder von den Skizzen und dergleichen. Und auch hier ist wieder vieles dokumentiert, was später in die Mozart-Forschung eingeflossen ist und wo man auch sieht, welchen Einfluss andere Komponisten aus der gleichen Zeit wie Mozart oder vorher auf den Komponisten selbst hatten. Also man glaubt, dass die große Messe in C-Moll unvollendet ist. Aber es gibt auch andere oder neue Forschungen, die behaupten, dass die unvollständige Partitur durch die liturgische Praxis zu Mozart-Zeiten erklärt werden könnte, in der es nicht üblich war, das Agnus Dei und das Credo bei einer Chormesse mit Orchester zu singen. Außer Sonntag und an Feiertagen. Es ist ja klar, dass diese Messe schon für den liturgischen Gebrauch eigentlich bestimmt war, aber halt in den Umfängen, halt an der Obergrenze einer machbaren Messe in der Liturgie steht. Und jetzt in der kurzen Version, wie sie halt jetzt vorliegt, kann man das machen. Aber ich möchte sagen, ich glaube einfach, dass der Mozart aufgrund von anderer Aufträge und anderer Verpflichtungen, die ihm finanziell mehr gebracht haben, weil er hat die Messe ja nicht als Auftragswerk geschrieben, dass er das schlichtweg nicht mehr fertig gemacht hat. Ja. Der Mozart hat immer Geldnot gehabt, er hat immer geschaut, dass er irgendwo Geld herbekommt. Und wenn so eine große Messe in den Umfängen, da hätte er sich wirklich Zeit nehmen müssen, um die in der Qualität fortzuführen. Weil also wenn man das Kyrie und das Gloria sieht, das ist ja erstklassigste Musik, stimmt, ja, wie sie auch eigentlich in dem ganzen Werk von Mozart eigentlich auf der höchsten Stufe steht. Und man muss sich vorstellen, was der in dem kurzen Leben für eine Anzahl an Werken geschaffen hat, also die Bühnenwerke. Das ist unglaubliches Arbeitspensum. Stimmt. Selbst wenn man schnell komponiert und selbst wenn man das praktisch aus der Hand fließt, die Musik. Es ist trotzdem sehr viel Arbeit, das alles schreiben. Das ist klar, ja. Ja, das muss man einfach auch immer bedenken. Wir sind heute in einer Zeit, wo man alles mit Computer und man macht einfach Kopien oder genau, der hat das alles. Das muss man dann alles dem Kopisten geben und das ist alles, das dauert. Ja. Ja. Also das muss man immer auch mit bedenken. Und das erklärt auch noch weiters, warum man also nicht Arbeit, die einem jetzt direkt vielleicht nichts bringt, dass man die dann nicht fortsetzt oder halt denkt, das mache ich später mal fertig. Stimmt. Das ist mein Ansatz, ein praktischer Ansatz in Bezug auf die große Messe in Zimmer. Okay. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich sage danke, dass Sie hierher gekommen sind. Es war schön, Ihnen kennenzulernen. Danke.